Es ist vollkommen in Ordnung, mal unzufrieden zu sein. Aber es ist nicht in Ordnung, die eigenen Träume aufzugeben. Ich war ja so in diesem Akademischen drinnen. Ich habe ja gedacht, dass man damit reich wird, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Viele Frauen haben zum Beispiel auch den Glaubenssatz, ich muss für die Rente sparen. Den Satz kannst du drehen in... Finanzielle Freiheit. Ein Thema, das viele von euch interessiert, und bei manchen triggert das vielleicht auch direkt ein paar große Emotionen, denn Geld ist für viele ein sehr emotionales Thema. Mein heutiger Podcast-Gast hat vor einigen Jahren festgestellt, dass trotz Promotion, trotz sehr gut bezahltem Job, trotz doppeltem Haushaltseinkommen das Geld letztlich nicht reicht, um sich das Traumhaus leisten zu können. Sie ist also ins Handeln gekommen, hat nach Wegen gesucht, schneller reich zu werden, und dieser Weg hat sie zur Börse geführt. Sie ist innerhalb von wenigen Jahren an der Börse zur Millionärin geworden. Inzwischen ist sie auch Unternehmerin und bringt anderen Menschen bei, an der Börse erfolgreich zu investieren. Ich freue mich gleich mit ihr über ein paar Money-Mindset-Themen zu sprechen und natürlich auch darüber, worauf man achten sollte, um an der Börse für sich die richtigen Aktien auszuwählen. Das und mehr jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen, Dr. Carmen Meyer. Hallo, liebe Michelle, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, denn wir sprechen über ein Thema, was in Deutschland gefühlt immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Also ja, Finanzen ist ein wichtiges Thema, wir sollten mehr drüber sprechen, und doch ist es ein Thema, wenn man sehr erfolgreich ist, dann hat man gleich das Thema Neid an der Backe, oder man spricht einfach nicht drüber, weil über Geld spricht man ja nicht. Das ist ja auch so ein schönes Sprichwort. Umso schöner, dass wir das heute hier ändern, denn du sprichst sehr offen über dieses Thema. Und deswegen vielleicht zu Beginn für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen sollten, vielleicht gibt es ja noch ein paar: Wie kamst du denn eigentlich zu dem ganzen Thema Börse? Also was war so der Auslöser bei dir zu sagen, damit beschäftige ich mich jetzt wirklich? Ja, super gerne. Also, es ist so, ich bin eigentlich promovierte Biochemikerin. Ich habe studiert, promoviert, war ganz fleißig, um ehrlich zu sein, weil das war mein Glaubenssatz: sei fleißig, dann wirst du ein gutes Leben haben, dann wird alles gut. Und bin dann für die Doktorarbeit nach München gekommen und habe promoviert, hatte unheimlich viel Freude dabei und habe dann auch in einem großen Pharmakonzern gearbeitet. Und dann war ich aber schwanger mit meiner ersten Tochter Leni, wo ich 33 Jahre alt war. Mit 29 habe ich angefangen zu arbeiten, mit 33 war ich schwanger. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufen wir uns ein schönes Haus. Und ja, was soll ich sagen, wir konnten uns das nicht leisten. Und es hat mich so geärgert. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Hallo, ihr habt doch hier studiert und promoviert, und was soll ich noch machen? Und ich hatte auch eine sehr gute Position in einem großen Pharmaunternehmen, Roche. Also es kennen bestimmt einige, die das jetzt hören. Und dann habe ich mir gedacht, wo ist der Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Wieso funktioniert das nicht? Und mein Mann war in der Entwicklung bei BMW. Also wir hatten beide auf dem Papier einen Top-Job, muss ich sagen. Und da habe ich mich gefragt, wie werde ich reich? Wie kriege ich es hin? Weil ich wollte meine Träume nicht aufgeben. Ich wollte ein schönes Haus für uns als Familie haben. Und also ich weiß, jetzt gibt's ja Instagram früher, also ich hatte gar kein Instagram und die Sachen nicht. Und jetzt, keine Ahnung, die Leute tragen Rolex, Chanel-Handtaschen und so weiter. Aber das habe ich alles gar nicht gekannt. Ich habe Rolex nicht gekannt, ich habe Chanel nicht wirklich gekannt. Das war mir alles völlig egal. Aber ich wollte für uns als Familie ein schönes Haus haben, und ich wollte nicht in einem reinen Mittelhaus leben. Dafür habe ich gedacht, dafür war ich zu fleißig, dafür bin ich einfach viel zu smart, um jetzt so ein Durchschnittsleben zu führen. Und da habe ich ein Buch gelesen, das heißt Rich Dad Poor Dad, und dort stand, es gibt 3 Wege, um reich zu werden. Du kannst ein Unternehmen gründen, du könntest Immobilien machen, aber sie vermieten und nicht selber drin wohnen, wichtig, oder Aktien. Und ich habe mich Unternehmertum nicht getraut. Immobilien habe ich mich auch damals nicht getraut. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann machst du diese Aktien. Was auch immer das ist. Ich wusste das damals noch nicht. Ich habe gedacht, das sei nur so ein Papier wie eine Anleihe eigentlich. Aber es ist ja wirklich ein Anteil eines Unternehmens. Und ja, mittlerweile habe ich alles. Ich habe Unternehmen, ich habe Immobilien, ich habe Aktien, ich habe Bitcoin. Aber das ist erst so über die Zeit entstanden. Es fing mit den Aktien an und ich habe mich verliebt. Fand das so toll. Und dann habe ich einen Podcast gemacht, der heißt Mamikos Millionär. Und da wollte ich einfach drüber reden, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. In meinem Freundeskreis, man kennt ja immer die gleichen Leute. Das ist ja einfach so. Also ich kannte 1000 promovierte Leute, weil man sich ja immer in diesen Bubblen bewegt. Und da Ja. habe ich gedacht, da investiert keiner von denen. Die gehen alle nur fleißig zur Arbeit, aber das Geld für sich arbeiten lassen, das macht einfach keiner. Ähm, und irgendwie so ein Ziel, richtig reich zu werden, hat auch keiner. Habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Das ist so geil mit den Aktien. Ich habe so Freude daran. Ich liebe es. Und dann, ja, und dann habe ich irgendwann das Unternehmen gegründet und ist alles sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, aber es fing einfach
eigenen Bedarf an. Und ich habe gedacht, also wenn ich das Problem habe, werden das ja noch super viele andere haben. Auf jeden Fall, ja, genau. Also sprich Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki ist das ja, das verlinken wir auf jeden Fall unten, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das war so ein Auslöser, aber dann ging es ja sicherlich noch weiter, denn wenn man das Buch gelesen hat, hat man zwar verstanden, wie man reich werden kann, also sprich in der Theorie, dass man sich eben nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht und so weiter. Aber das erklärt ja noch nicht, wie ich gute Aktien finde, in die ich investiere. Also wie ging es dann bei dir konkret weiter? Was waren so die Schritte für das Fachliche? Richtig, also ist mir klar, okay, ich habe gewusst, okay, Aktien, aber er schreibt ja überhaupt nicht, wie es dann im Detail weitergeht. Also man hat gar keine Ahnung, aber ich wusste, okay, Aktien, check. Und dann habe ich all mögliche Bücher zu Aktien bestellt. Ich bin ja sehr autodidaktisch, muss ich sagen. Durch die Promotion war das so für mich ganz natürlich, mir die Sachen selber beizubringen. Und dann habe ich gedacht, ich muss mit Menschen sprechen, die reich sind. Ich muss Leute kennenlernen, die das schon geschafft haben. Und ich bin früher so viel auf Konferenzen gefahren. Da habe ich gedacht, okay, Konferenzen gibt es ja auch zum Thema Börse. Bin so auf Börsentage gefahren, auf alles, was ich gefunden habe. Ich habe wirklich alles, was ich irgendwo im Netz gefunden hatte, bin ich hin und habe dann einen Vortrag gehört von einem Mann, der hat mit Optionsscheinen gehandelt. Das ist so ein Hebelprodukt auf Aktien. Der Saal war voll mit alten Männern, um ehrlich zu sein. Und er hat so einen Börsenbrief angeboten damals. Und dann habe ich mir gedacht, war ich so cool, habe ich gedacht, was auch immer dieses Optionsscheine ist und so. Geil. Irgendwie geil, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich das selber studiert. Zusammen mit meinem Mann haben wir nächteweise diese Charts gezeichnet und so. Und er war voll süß, weil ich wollte eigentlich den Börsenbrief bei ihm abonnieren. Und dann hat er gesagt, er hatte den Doktortitel im Namen auf dieser Konferenz stehen und dann sagte er zu mir, Sie sind eine intelligente Frau. Und ich war hochschwanger. Und er sagte, wenn Sie heute hier sind, machen Sie es selber. Sie werden eine Top-Investorin werden. Und er hat mich so motiviert und dann habe ich nicht diesen Börsenbrief abonniert, ich habe mich einfach selber reingekniet. Und das ist auch, also das ist auch, was ich hier an die Zuhörer mal auch sagen möchte. Die Leute möchten immer eine Abkürzung. Später kommen immer bessere Chancen, aber am Anfang darf man sich reinknien und man darf der Welt zeigen, ich meine es ernst und ich bin nicht zu bequem, neue Sachen zu lernen und ich bin nicht zu bequem, in meine Bildung zu investieren und ich bin nicht zu ängstlich, Neues zu machen und es auch mal falsch zu machen, nochmal aufzustehen, nochmal zu korrigieren. Das hat eine ganz, ganz große Magie, dass man wirklich, wirklich, wirklich dran bleibt. Und ich muss auch sagen, die ersten Jahre habe ich auf sehr viel verzichtet. Ich habe, wenn alle Muttis zum Kaffee gegangen sind, habe ich abgesagt und habe gearbeitet. Also ähm, ich habe es wirklich ernst gemeint und das hat sich auch sehr, sehr ausgezahlt. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren, auch da einfach, wie lange hat das gedauert, bis du letztlich auch das Traumhaus dir hast dann leisten können? Also wie ging das Ganze weiter finanziell so? Super gerne. Also ähm, der Podcast und das Buch heißt ja Mami Goes Millionär. Und das war ja so mein Ziel, Millionärin zu werden. Und mir war aber, also das Krasse ist ja, es verstehen viele Leute gar nicht, aber wenn man die erste Million hat, dann weiß man, okay, ich brauche nochmal 10. Also, Genau, ja. weil einfach alles so teuer geworden ist. Als wir Kinder waren, war 1 Million so wie heute 10 Millionen. Und das ist einfach der Punkt. Also das möchte ich kurz einfach nur erklären, damit man so ein bisschen das versteht. Ich weiß, dass sich für viele die Million so unglaublich weit weg anhört, aber wenn man dann da kurz davor ist, ich habe nach 4 Jahren habe ich die erste Million im Nettovermögen gehabt. Das heißt, meine ganzen Assetklassen, die ich dann mittlerweile angesammelt habe, von Aktien über Krypto, über Gold, ich hatte auch ein Grundstück, mein Mann hatte ein Grundstück, was wir dann auch gefunden hatten und lalala und Cash und alles war dann nach 4 Jahren hatten wir die Million geknackt und ich habe es gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Ich hatte ein Coaching damals gebucht und er hat gesagt, wo stehst du denn im Nettovermögen? Da habe ich gesagt, I don't know. Und dann, I have to calculate. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich mir gedacht, ach geil. Aber das Haus hatte ich immer noch nicht, weil die Ansprüche sind auch gewachsen. Und es ist so, ich habe die Villa am Starnberger See dieses Jahr gekauft. Also wir sind dieses Jahr im April, jetzt haben wir Juli, eingezogen. Und jetzt haben wir ein wunderschönes großes Haus. Es ist noch viel schöner, als ich mir das hätte vorher vorstellen können. Aber ich habe auch ein paar Jahre wirklich gesucht. Ich habe auch überlegt zu bauen und so. Das war so ein großes Ding für mich. Und dann ist das Haus irgendwann da gewesen. Aber auch hier
war ich zwischendurch auch ungeduldig. Ich habe mir gedacht, boah, Alter, ich bin aus unserem alten Haus so rausgewachsen. Ich habe mich gefühlt wie so ein 2-Meter-Mann in der Eko-Klasse, der so ganz große Beine hat und den man da so in diesen Sitz knallt. Und so habe ich mich in unserem alten Haus gefühlt. Aber wenn Freunde gekommen sind, haben sie gesagt, oh, ist das euer Garten? Habt ihr so ein schönes Haus, das mitten in München und so? Und ich habe mir gedacht, ja, es ist aber nicht mehr meins. Ich bin hier so rausgewachsen. Und die Leute konnten das gar nicht verstehen, aber ich habe ja so viel gemacht und bin so sehr im Geldbewusstsein gewachsen und so. Und habe dann einfach was richtig Schönes gesucht und auch gefunden. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, für alle, die den hören, ich denke, die wird jetzt irgendwann im August vielleicht ausgestrahlt, dieser Podcast. Und dann haben wir Sommer. Und ich habe ein Schulkind, ich habe 2 Kinder und Leni geht in die Schule. Und gestern war Sommerfest bei uns in der Schule. Und wir sind auf so einer privaten Montessori-Schule am Starnberger See. Und ich habe mit so ein paar Müttern gesprochen, die sind halt alle super nett. Aber alle haben sie so rumgejammert und gesagt, wir konnten uns den Sommerurlaub nicht leisten. Nicht das, was wir wirklich wollen. Weil das, was ich wirklich möchte, kostet 15.000 Euro und so. Und es ist vollkommen in Ordnung, mal unzufrieden zu sein. Aber es ist nicht in Ordnung, die eigenen Träume aufzugeben. Wenn etwas zu teuer ist, dann ist das die größte Motivation, etwas im Leben zu verändern, weil es gibt Menschen, die sich das leisten können und die sind nicht smarter als du. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und das möchte ich wirklich nochmal sagen, weil das ist so eine wichtige Message. Letztes Jahr ging Leni, hatte ich jetzt erstmal Schulferien, weil Leni geht jetzt in die 2. Klasse, aber weißt du, vorher hatte ich ja kein Schulkind. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, habe ich so viele Ferien, wieso habe ich ständig Ferien, was ist hier los? Weil man ist ja aus dieser Arbeitswelt diese 30 Urlaubstage so gewöhnt, ne? Und dann hat man ein Schulkind und dann geht das so viele Tage in die Ferien und denkst dir, really? Wie soll das denn gehen als Working Mom? Und letztes Jahr hatte ich die Kinder abwechselnd immer im Büro sitzen und habe mir gedacht, leck mir im Arsch, das ist doch gar kein Zustand. Und für dieses Jahr habe ich mir einfach was gewünscht. Habe ich mir gewünscht, dass ich einfach 6 Wochen Zeit habe für die Kinder. Einfach diesen Sommer mit den Kindern genieße. Und was soll ich sagen? Wir fliegen für 4 Wochen nach Hawaii und eine Woche wollen die unbedingt in so eine Ferienbetreuung hier am See. Dort waren sie Ostern eine Woche und die fanden das so fantastisch, die Kinder, und die wollen da nochmal rein. Und also im Endeffekt ist das, was ich mir letztes Jahr gewünscht habe, dass es einfach so smooth ist, dieses Jahr eingetreten. Aber wenn ich mir nicht traue, das zu wünschen, wenn ich mich nicht traue, das auszusprechen, und wenn ich sage, ja, ist halt so, dann muss ich halt da durch, dann wird das halt so sein. Das ist so wichtig. Deswegen geht los für eure Träume, träumt sie groß, seid fleißig dafür und ihr werdet sehen, es dauert ein paar Jahre, bis sich so eine Substanz entwickelt, dass es einfacher wird, aber es lohnt sich so sehr und wir sind so mächtig und wir können so viel und sagt uns leider nur keiner. Und viele geben sich einfach mit viel zu wenig zufrieden. Auf jeden Fall, ja. Du hast gerade auch angesprochen, dass du selber auch Coachings besucht hast. Ne? Das ist ja dann da der Ort, wo man diesen Spiegel oft vorgehalten bekommt. Im besten Fall eben von Leuten, die eben selber in dem Bereich schon erfolgreich sind und da eben auch ja sich die Weisheiten mitgeben können, weil es hat ja ganz viel nicht mit der Fachlichkeit zu tun, sondern eben das Money-Bewusstsein oder Money-Mindset, wie man so schön sagt. Was waren denn so ein paar Glaubenssätze, die du vielleicht selber auch auf dem Weg dahin für dich geknackt hast oder die du natürlich jetzt auch heute in der Arbeit mit deinen Kundinnen und Kunden immer wieder erlebst, die halt wirklich am meisten abhalten davon, diesen nächsten großen Schritt zu machen? Mhm. Ich hatte sie alle. Ich hatte sie alle und ich habe sie gedreht. Und es ist auch immer noch eine Reise. Also auch das möchte ich sagen. Ich bin auch noch auf einer Reise. Auch wenn ich schon viel erreicht habe, bin ich weiterhin auf einer Reise und optimiere und finde mehr zu mir selbst. Aber welchen Glaubenssatz ich hatte, der mich sehr zurückgehalten hat, war zum Beispiel: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du musst dir vorstellen, ich habe studiert, promoviert und dann habe ich genau da drin auch gearbeitet. Blutgerinnung. Also das war mein Fachgebiet. Und dann habe ich gedacht, ich kann das nur. Ich kann nur Biochemie, ich kann sonst nichts anderes. Und dann habe ich aber gesehen, alle Millionäre, die ich damals kannte ich nicht so viele, um ehrlich zu sein, haben alle was anderes gemacht, als dass sie studiert haben. Dann habe ich mir gedacht, ach krass. Ich war ja so in diesem Akademischen drinnen. Ich habe ja gedacht, dass man damit reich wird, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Das ganze Akademische ist ja ein bisschen für die Katz. Und dann war mir klar,
okay, wenn ich neue Wege gehe, werde ich reich. Und die können ganz unterschiedlich aussehen, weil ich kannte Immobilieninvestoren, die waren super rich. Ich kannte Aktieninvestoren, die waren super rich. Und ich kannte Unternehmer, also immer nur 2, 3, aber es war egal. Wenn du nur eine Person kennst, das reicht aus. Also du brauchst nur ein Vorbild, ein Beispiel und dann hast du schon den Proof. Ja, wir müssen hin, das muss keine, also aus der Statistik kennt man das ja, dass man sagt, das muss hier signifikant sein. Bullshit, brauchst du überhaupt nicht. Du brauchst ein Vorbild, ein Beispiel und du weißt, es geht. Punkt. Ja, und dann war mir klar, okay, Carmen, dann gehe ich jetzt auch neue Wege. Und das war für mich so ein großer Gamechanger. Und dann hatte ich zum Beispiel auch den Glaubenssatz, man muss hart für sein Geld arbeiten. Den hatte ich ewig lange, den konnte ich lange überhaupt nicht drehen. Das war für mich so tief drinnen und erst dieses Jahr löse ich das auf. Dieses Jahr, ich arbeite dieses Jahr zum Beispiel gar nicht mehr freitags. Freitags ist mein freier Tag. Da kommt die Masseurin zu mir nach Hause. Aber an diesem Glaubenssatz habe ich so lange festgehalten. Aber wir müssen auch auf uns aufpassen. Also, es darf auch leicht sein. Und das ist auch beim Aktienthema so, weil ich habe ganz viele Kundinnen, haben auch dieses hart Arbeiten so drin. Wir wurden ja einfach so erzogen und Gleiches zieht Gleiches an. Ich habe natürlich eine hochakademische Zielgruppe und Frauen und bei den Aktien zum Beispiel, die zeigen uns den Spiegel, dass es ganz einfach ist. Dass es ganz einfach gehen darf. Dass ich sie einfach kaufe und der Rest machen die Stocks. Aber das darf ich erst zulassen. Also auch da, das ist ganz spannend und viele Frauen haben zum Beispiel auch den Glaubenssatz, ich muss für die Rente sparen. Und den Satz kannst du drehen in, ich habe immer mehr als genug Geld. Ich bin immer reich. Was auch immer mit dir resoniert, das muss mit dir resonieren, das musst du für dich selber anpassen. Und es ist so, wenn ein Glaubenssatz ganz, ganz tief in uns drin sitzt, können wir den nicht drehen. Und da braucht man wirklich Mentoren für, dass die einem den Spiegel vorzeigen und helfen, den zu drehen. Und weil es ist immer das, was ich glaube. Wenn ich glaube, ich habe es nicht verdient, das habe ich nämlich nie gehabt, zum Glück. Also das haben auch viele Frauen. Ich habe das nicht gehabt, aber dieses ich hab mir immer gedacht, ich habe hier the beauty of life schon verdient. Also das Leben soll schon schön sein für mich und bunt und abwechslungsreich und in einfach der Fülle. Aber wenn ich zum Beispiel glaube, ich habe es nicht verdient oder mehr als ich habe, verdiene ich nicht, dann werde ich unbewusst danach handeln. Und das ist so gefährlich. Deswegen müssen wir diese Glaubenssätze aufräumen. Deswegen in meiner Ausbildung ist es ein ganz großer Teil. Und am Anfang kommen alle Leute zu mir und sagen, ich brauche kein Mindset-Kampf. Also das mit dem Mindset-Kampf, ich liebe Geld. Und dann sage ich, alles gut, we will see. Und dann kommen alle zurück und alle machen das nochmal, weil es so mächtig ist. Und ich war letztens bei einer Meditation und dann hat eine Frau gesagt, Unternehmerin, ich liebe Geld, ich liebe Geld. Und dann sagt sie im nächsten Satz, ja, aber ich will nicht reich werden. Dude. Ein kleiner Konflikt. Ein kleiner Konflikt, ganz groß. Denke mir, warum denn nicht? Was ist denn so schlimm am Reichwerden? Genau. Und das ist, also es ist sehr, wenn ich Leute rede, dann mittlerweile höre ich deren Glaubenssätze sofort raus und weiß ungefähr, wie viel Geld sie haben. Das ist ganz witzig, das lernt man so mit der Zeit. Aber Glaubenssatzarbeit ist so wichtig und redet nie schlecht über euch. Das Unterbewusstsein kennt auch keinen Humor. Auch diese Witze über einen selber, die darf man lassen. Die sind sehr toxisch. Die gehören da nicht hin. Seid bitte liebevoll mit euch, mit dem, was ihr macht, wie ihr seid und glaubt an euch, weil wenn ihr nicht an euch glaubt, glaubt keiner an euch. Da haben wir ein Riesenthema. Also es hat ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Es ist so mächtig. Ja. Auf jeden Fall, ja, kann ich nur unterstreichen. Allein auch das, was du gerade gesagt hast, ne, man muss hart für sein Geld arbeiten. Ich finde das ganz schön, das so zu drehen hin, dass das Geld für einen arbeitet. Ne? Das ist ja eigentlich das Ziel letztlich mit Börse und sonstigen Investments, die man macht, dass eben das Geld hart arbeitet, meinetwegen. Aber halt ich eben mich davon lösen kann, von diesem Zeit versus Geldfaktor. Ja. Ja. Wir kommen gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen, natürlich, was man an der Börse so zu beachten hat, also die Fachlichkeit.
Da wirst du auf jeden Fall auch noch einiges an Tipps haben. Aber eine letzte Frage noch zu deinem persönlichen Werdegang. Und zwar, wann war denn so der Punkt, wo du diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, okay, ich kündige letztlich auch meinen Job jetzt eben im Chemiebereich war das, glaube ich. Ne? Also wann hast du diesen Schritt rausgemacht aus dem Angestelltenverhältnis? War das schon, weil es an der Börse so gut lief oder weil dein eigenes Unternehmen, was du ja dann parallel relativ schnell auch mit aufgezogen hast, ebenfalls Ja, auch schon so gut lief? ja. Also, es war so, ich habe 3 Jahre schon an der Börse gehandelt, dann habe ich das Unternehmen gegründet. Ich sage auch immer, ich habe 3 Jahre promoviert und dann den Doktortitel dafür bekommen. Also das ist auch etwas, was die Leute oft nicht verstehen. Du kannst etwas 20 Jahre machen und bist immer noch schlechter drin. So wie einige 20 Jahre kochen und nicht kochen können, ja. Und du kannst etwas wirklich in einem Jahr eine gewisse Exzellenz bekommen. Also das ist auch oft nur ein Glaubenssatz, dass man denkt, man muss es 20 Jahre machen. Hatte ich früher auch, weil ich ja 30 Jahre promoviert habe, aber also bis ich 29 war. Ne? Aber nach 3 Jahren habe ich das Unternehmen gegründet. Und nach 2 Jahren, ja, genau, also da habe ich das Unternehmen gegründet. Und dann war ich in Elternzeit. Ich habe meine zweite Tochter bekommen. Emmy kam Oktober 2019 auf die Welt und ich habe Juni 2020 die Firma gegründet, habe ich eine GmbH aufgemacht. Und dann musste ich meine Chefin anrufen und die war super süß und die hat gesagt, klar, kannst du machen, weil ich durfte, also Aktien ist ja gar kein Konkurrenzprodukt zu Roche. Also ich hätte nur kein Biotech-Startup gründen dürfen. So. Und dann hat meine Chefin gesagt, klar, kannst du machen. Und dann ist es sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Und dann hat sie zu mir gesagt, ach Carmen, du musst doch gar nicht kündigen, nimm doch deine ganze Elternzeit und schau, wie es läuft und wie es ist mit der Selbstständigkeit für dich. Und ob du das mit den Kindern alles hinkriegst und so, die war so total süß. Sie hatte selber keine Kinder, war schon älter und ihr Mann war selbstständig und hat immer meinen Podcast gehört. Voll süß. Und, und dann habe ich mir gedacht, ach cool. Und dann habe ich, also wirklich erst vor kurzem, ehrlich gesagt, weil ich hatte ja 6 Jahre, diese Elternzeit hat man ja dann. Und ich bin nach Lenia sofort wieder arbeiten gegangen. Also hatte ich noch viele Jahre so, ja, jetzt haben wir ja 25, ich glaube, ich habe erst letztes Jahr gekündigt oder so. Und muss auch sagen, da war auch Roche einfach ein toller Arbeitgeber. So, die waren total verständnisvoll und haben auch gesagt, ja, jederzeit kannst du wieder zurückkommen und so. Und es, ja, also es war sehr nett einfach alles. Und somit hatte ich immer so diesen also das möchte ich vielleicht auch sagen, weil hier hören ja bestimmt auch welche zu, die auch überlegen, sich selbstständig zu machen und Auf jeden Fall. wie man es macht und so weiter. Und was ich auch sagen möchte ist, ich hatte ja durch die Aktien schon immer so viel Geld, ich hätte diesen Job schon damals nicht gebraucht. Also Aber die aber, Sicherheit wahrscheinlich, ne? Das war noch so ein Schritt aber es wahrscheinlich. ist, man hat so einen Mindset-Fuck einfach. Und man glaubt ja immer, dass das Angestellten-Dasein sicher ist. Ist es aber nicht. Das möchte ich auch sagen, weil wir sehen, was KI und Robotik heute macht. Ich habe eben noch ein Reel dazu gesehen, wo ich mir dachte, oh, das ist krass. Okay, aber wenn du dann selbstständig bist und dann immer in dieser Geldnot bist, dann merkt das auch der Kunde. Und ich war das nicht. Und weil ich immer diese Aktien schon vorher hatte. Und, und dann kannst du aus der Liebe heraus verkaufen. Dann kannst du verkaufen, weil du sagst, also ich liebe Aktien und ich liebe dieses Produkt, ich liebe diese Ausbildung und ich empfehle sie dir von ganzem Herzen und it's up to you. Wenn du sie machen möchtest, dann komm zu mir und wenn du sie nicht machen möchtest, ist auch in Ordnung und alles ist gut. Und diese Ehrlichkeit, dieses It's my story, das spürt der Kunde und das, glaube ich, hat mich auch so erfolgreich gemacht, weil ich habe das niemandem aufgezwungen. Ich habe niemanden bekehrt aus meinem Freundeskreis oder irgendwas. Ich habe aber von Herzen gerne drüber gesprochen. Ich habe den Podcast von Herzen gerne gemacht. Ich habe das Buch mit so viel Leidenschaft geschrieben. Ich gebe ja bis heute auch noch die Kurse selber. Also jeden Dienstag gibt's Carmen Meyer Call und gibt's Carmen Meyer einfach. Und, und das merken die Leute. Also deswegen, aber man muss auch eine Verbindung zu seinem Kunden haben, zu seinem Produkt haben. Verkauft nicht einfach irgendwas, nur weil ihr denkt, ihr werdet damit reich. Das funktioniert nicht. Ich weiß, das wird sehr propagiert heutzutage in diesen ganzen Social Medien, aber ich sehe es an meinem Umfeld. Ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmer. Ich bin auch sehr bekannt in dieser Coaching-Szene, um ehrlich zu sein. Und
wir haben so tolle Kunden, wir haben keine Beschwerden oder so, wir haben keine Retoure oder irgendwie sowas, wir haben das alles nicht. Warum? Weil wir gucken auch, passt es zu dir? Ist es gut für dich? Ja, okay, dann spring. Ich will natürlich, dass sie mutig sind. Ich will, dass sie was machen. Ich will auch, dass sie Geld investieren. Ich will es dir nicht umsonst geben, weil wenn ich es umsonst gebe, machen sie es nicht. Das ist Geld. Geld ist Energie und wir brauchen diesen Austausch. Ich gebe Wissen, sie geben Geld, dann sind wir beide erhöht und es matcht und es ist mächtig. Und deswegen an alle Frauen, die hier zuhören, gebt die Sache nicht umsonst raus, weil was nichts kostet, ist leider Gottes nichts wert. Ihr dürft dafür Geld nehmen, ihr dürft damit ein gutes Gefühl haben. Es muss für euch gut sein. Ihr müsst davon gut leben können. Ihr dürft euch da nicht so strangulieren. Das ist ungesund. Win-win für alle. Keine Kompromisse. Kompromisse sind nicht das Ziel. Die Leute denken, das ist ein netter Kompromiss. Nein! Win-win für alle. Es muss gut für deinen Kunden sein, der Kunde muss zufrieden sein und es muss auch gut für dich sein. Dann ist die Sache rund. Und Verkaufen ist eine Disziplin, die muss jeder Unternehmer lernen und lieben. Wenn er das nicht macht, braucht er jemand dafür im Team, oder man hat man gründet zu zweit oder so, wie auch immer. Aber Sales und Marketing, jeder Top-Unternehmer ist ein Top-Verkäufer und das musst du leben, wenn du erfolgreich sein willst. Das muss zu dir gehören. Du musst dein Produkt lieben, du musst deine Kunden lieben, du musst dich lieben und raus damit. Also das ist so, so wichtig. Auf jeden Fall, ja. Dann lass uns gerne mal reingehen in die Börse letztlich, also in das Börsengeschäft, in das Thema Aktien. Da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, ETFs und so weiter. Ich vermute, dass viele, die hier zuhören, wahrscheinlich schon selber mal investiert haben, wahrscheinlich auch in ETFs, weil das so der Klassiker ist. Aber lass uns da gerne mal reingehen. Was war denn so das Element letztlich, was bei dir den größten Unterschied gemacht hat? Also meines Wissens waren es Einzelaktien, aber holen wir uns da gerne mal ab, was so bei dir der Auslöser war und vielleicht auch, was der Unterschied ist, warum Einzelaktien vielleicht besser sind als andere Instrumente. Ja, also ich wollte schnell reich werden. Das war ja mein Ziel. Ich wollte keine Rentenlücken schließen. Das war überhaupt nicht mein Approach. Ich wollte das Haus. Und ich wusste, ich brauche dafür Millionen. That's it. Ich habe mir einen Plan gemacht, ich habe meine Finanzen aufgeräumt. In meinem Buch Mein Mikros Millionär erkläre ich das auch alles Schritt für Schritt. Aber hier, damit man das erstmal so versteht im Zusammenhang. Und dann habe ich diese reichen Männer gesehen und die haben auch nur Einzelaktien gemacht. Da hat keiner ein ETF gemacht. Ich habe auch noch nie gehört, dass einer mit dem ETF Millionär geworden ist. Also klar, wenn du schon Millionen hast, dann. Aber ich habe auch Optionen gehandelt. Also das ist so ein Hebelprodukt und ich habe einfach alles gemacht, was für mich Sinn ergeben hat. Und wo ich dachte, okay, ich krieg das hin. Ich war auch ganz selbstbewusst. Und ich habe mir auch nicht von irgendwen reinreden lassen. Wenn das für mich Sinn gemacht hat, habe ich es einfach gemacht. Jetzt bin ich eine gewisse Reichweite und dann sagen die Leute, Kampf halt so Risiko und so. Denke ich mir, nein. Für mich war das eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, was ich tue und ich habe mein Depot auch nie zerlegt. Ja, klar, hast du mal 10, 20.000, zack, 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 in jede Richtung. Aber das gehört einfach dazu. That's the game, wenn du ein großes Depot hast, ja. Das ist was ganz Normales. Aber ich hatte meine Emotionen immer im Griff. Ich hatte die Angst im Griff und ich hatte die Gier im Griff. Und das ist das große Thema bei der Börse, weil du kannst halt krass hebeln und dann kommen die Leute so in die Gier. Und wenn das dann in die falsche Richtung läuft, dann bums. Und deswegen müssen wir emotional stark sein, wenn wir große Depots handeln und so weiter. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber weil eine Nvidia hat in 5 Jahren weit über 1000% Rendite gemacht. Das macht dir kein ETF. Ja, ganz einfach. Und dann weiß ich nicht, warum ich den ETF nehmen soll, wenn ich doch die Nvidia sehe. Also, und ich habe auch nie auf den Mainstream gehört. Warum? Weil der Mainstream ist arm. Er hat kein Geld. Also es gibt doch diese Statistiken dazu, dass die Leute, weiß ich nicht mal 3.000 Euro auf dem Konto haben, die meisten. Und ich hatte ja schon, also zusammen mit meinem Mann hatten wir so roundabout 100.000 Euro, wo ich angefangen habe. Ja, ich habe mit 2.000 Euro mein Depot eröffnet, aber wir hatten mehr Geld. Aber nichtsdestotrotz, die erste Million ist die schwerste. Warum?
das ist auch Mathematik und Mindset. Du musst ja erstmal in diese Sphäre kommen und das sind ja 1000% von 100.000 Euro. Auf 1 Million hast du 1000% Wachstum. Und von 1 Million auf 2 Millionen sind es nur noch 100% Wachstum. Deswegen ist die erste so schwierig, weil der Weg ist einfach lang in der Regel, ja. Und du brauchst ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Millionäre denken anders, sie sind mutiger, sie sind klarer, sie entscheiden anders, wenn sie es selber machen. So, also klar, es gibt ja auch welche, die geerbt haben und so, aber die meisten machen es einfach selber. Und sie machen es halt. Making money. Ja, es ist nicht nur verdienen, es ist auch making. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, den man verstehen darf, dass eben ETFs, ja, ich weiß gar nicht, was der Durchschnitt ist, aber lass es mal irgendwie 15% im Jahr sein, das ist wahrscheinlich sogar fast schon überdurchschnittlich. Und eine Einzelaktie macht das halt teilweise in einem Monat. Ja, natürlich hat das auch alles Schwankungen und es ist nie garantiert, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, wie wähle ich denn wirklich Aktien aus, die gut sind. Und der andere Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich spannend fand, ist natürlich eben das Thema Mainstream, weil in der Regel ist es ja nun mal einfach so, also ich glaube, jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, kennt das. Man hört dann irgendwas, ne, so ein Mainstream, dann kaufen alle, aber das ist meistens dann schon gefühlt ein paar Wochen oder Monate zu spät. Ja, weil dann kommt irgendwie der Crash oder ähnliches, ne, und dann kommt der panische Verkauf von dem Mainstream, ja, weil sie eben alle denken, dass den crasht. Und eigentlich ist genau das der Moment, wo dann eben die Mutigen, ne, die Investoren einfach kaufen, weil sie eben das Cash zur Seite haben, um dann nachzukaufen. Also so ging es mir selber vor ein paar Monaten im letzten Crash. Da hatte ich eben genug Cash rumliegen, um zu sagen, okay, jetzt kaufe ich aber, ne, und jetzt 2, 3 Monate später sind wir halt bei 20, 30% teilweise bei den einzelnen Aktien. Deswegen ist das auf jeden Fall zu verstehen. Wenn du etwas hörst, ist es wahrscheinlich schon einen Ticken zu spät. Und es wird auch immer nur Angst gemacht. Das ist auch ein ganz großes Problem. Was macht Angst? Angst lebt physiologisch. Und dann komme ich nicht in die Handlung. Und das ist ja das ganz, ganz große Problem, dass ich immer nur Bad News höre. Es gibt keine Good News. Das müssen wir uns auch mal bewusst werden. Okay, wenn die immer nur Sodom und Gomorra predigen, warum höre ich dann noch hin? Was bringt es mir? Das muss man sich mal fragen. Muss ich mir das immer anhören? Was interessiert mich das eigentlich? Ich bin für mein Leben selber verantwortlich. Nicht meine Mutter, nicht mein Vater, nicht mein whatever, mein Mann. It's my fucking job. Also brauche ich mir nicht diesen ganzen Sodom und Gomorra-Schrott anzuhören, wo irgendein Politiker irgendetwas entscheidet. Es war nicht meine Entscheidung. Ich hätte keinen Krieg in der Ukraine gemacht, ja? Also wirklich nicht, ja? Und ich investiere natürlich auch nicht in Rüstungsunternehmen. Es gibt für mich genug andere. Wenn man in Rüstungsunternehmen investieren will, kann man das auch machen. Ich möchte das nicht werten, aber ich möchte nur sagen, ich habe einen Verstand. Und wie nutze ich ihn eigentlich? Was höre ich mir an? Was höre ich mir nicht an? Welchen Weg gehe ich? Gehe ich den leichten Netflix-Weg oder lese ich doch mal ein Buch von jemandem, der erfolgreich ist? Ja, und das ist eigentlich the key. Und dann kann ich auch mal eine Aktie verpassen und mal auch, also dann ist alles okay so. Also ich habe auch nicht jede Aktie mitgenommen. Also zum Beispiel Tesla, jetzt läuft Tesla gerade nicht so gut, aber die ist ja mal super gut gelaufen. Ich hatte sie auch nicht im Depot. Ich habe sie auch verpeilt. Also ist nicht schlimm, ja. Dafür die andere Aktien im Depot. Also da auch nicht immer so streng mit sich selber sein. Das ist ganz natürlich, dass wir auch mal was verpeilen, nicht mitmachen und so. Aber wenn ich mir mein Leben angucke, denke ich mir, es ist eine wunderschöne Entwicklung. Es ist sehr viel sehr Schönes passiert. Ich bin glücklich, ich lebe gut, ich habe mir was Tolles aufgebaut. Und dann kann man auch mal stolz sein. Das ist so, die Leute sind immer so kritisch mit sich selber und meckern so rum. Aber wir dürfen auch mal hingucken und sagen, war gut. Und wir haben nicht jede Aktie gehabt, die, die ein Ten-Bagger war oder so. Und es ist nicht schlimm. Also es ist nicht schlimm. Hauptsache, wir sind investiert und wir sind in guten Aktien investiert. Und wenn man mal eine verpasst, geht davon die Welt nicht unter. Wie finde ich denn jetzt gute Aktien, die eben in den nächsten Monaten und Jahren, weil das Ganze ist ja in der Regel kein Short-Term-Game, sonst wären wir ja im Daytrading und das sind wir ja auf jeden Fall nicht, sondern eben eher im Bereich, das Ganze eben mittelfristig wahrscheinlich Ja, zu halten. Wie genau. finde ich denn da die richtigen Aktien? Also wie Ja. wählst du Aktien aus für Also dich? ich kann sagen, wie ich das mache. Es gibt viele Strategien. Also das möchte ich ganz klar sagen. Es gibt Ja, viele Strategien und ich spreche von wie ich es handle. Und das Erste, was ich immer mache, ist, ich gucke mir die Vergangenheit an, die letzten 5 Jahre, wie sind die gelaufen?
Und wenn ich hier nicht mindestens 150% war, dann sind die uninteressant für mich, weil das ist zu wenig Rendite. Dann haben die nicht genug Power. Ich suche ja Wachstumsunternehmen. Ich mache keine Dividende. Und ich handle auch nur am amerikanischen Markt, weil dann schlafen meine Kinder. Der ist abends geöffnet. Das finde ich so praktisch. Man kann das aber auch am deutschen Markt anwenden. Also das wäre egal. Aber nur damit die Leute das hier richtig einschätzen, ich handle nur amerikanische Börse. Man braucht dafür einen Broker, der an der amerikanischen Börse handeln kann. Aber dann können wir auch in Amerika in Dollar einkaufen. Das ist es. Und dann gucke ich mir auch die fundamentalen Kennzahlen an. Ich schaue mir zum Beispiel auch an, wie wächst der Umsatz. Verkaufen die immer mehr und mehr? Das ist das, was ich sehen möchte. Aber auch wird auch der Gewinn immer mehr und mehr. Weil viele deutsche Unternehmen zum Beispiel, sie machen mehr Umsatz, aber die Gewinne gehen zurück. That's not good. Weil dann geht meistens auch der Aktienchart zurück. Es ist nicht immer 1:1. Also es gibt Unternehmen, die machen gar keine Gewinne und machen trotzdem einen tollen Aktienchart. Das gibt's auch. Also das muss man einfach wissen. Und die kann man auch handeln. Aber so ein Unternehmen, was noch keine Gewinne macht, hat ein höheres Risiko, wenn zum Beispiel die Zinsen hochgehen oder so und dann Geld nicht mehr so einfach fließt. Das muss man auch einfach verstehen, dass das miteinander zusammenhängt. Das ist ja logisch eigentlich. Also eigentlich ist es ja logisch, weil das ist ja, du kannst das ja auch wie eine Privatperson sehen, so ein Unternehmen, ja. Jemand, der immer mehr verdient und immer mehr auf der Seite hat, ist ja, der kriegt auch easy Geld bei der Bank und jemand, der immer im Minus ist, ja, ist halt schwierig. Und deswegen, da dürfen wir den gesunden Menschenverstand anwenden. Und dann habe ich aber auch ein klares Exit, also einen klaren Ausstieg, weil es kann sein, dass ein Unternehmen einfach kippt. Und ich finde, PayPal ist zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel hier. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der heute zuhört. Es ist ein Unternehmen, was vielleicht jeder benutzt oder sehr, sehr viele zumindest, sagen wir mal so. Aber der Aktienchart ist um 84% zurückgegangen. Und wenn du 84% droppst, das heißt, du hattest ein Depot von 100.000 und dann geht es auf 20.000 zurück, das sind 80%. Da muss das 400% machen, um wieder bei Null zu sein. Diese 20.000 muss ich halt ver-x-fachen, um wieder bei 100.000 zu sein. Und deswegen, es gibt eine Regel an der Börse und die heißt Don't lose money. Weil wenn du einmal das Depot zerstörst, ist es mathematisch ein endlos hartes Brot, das wieder aufzubauen. Und deswegen brauchst du einen Exit und da ist zum Beispiel auch der 200-Tage-gleitende Durchschnitt und so. Es gibt technische Indikatoren, die da einfach hilfreich sind, um zu sagen, stopp. Ja. Es kann sein, dass du manchmal umsonst aussteigst. Ja, also ganz klar. Aber es ist sehr wichtig, auch, dass man auf sein Geld aufpasst und dann nicht, also ich steige zum Beispiel, wenn alles nach unten knallerot ist und steige ich nicht ein. Ich weiß, dass viele machen, aber ich mache das nicht. Mir ist das zu riskant, weil nach unten kann es ja endlos gehen. Und dann ist es schon auch wichtig, dass wir das mit Freude machen, dass wir das wirklich mögen und das nicht aus diesem, ich muss jetzt oder aus der Gier heraus oder so. Das ist nicht gut. Das ist wichtig, dass wir das, was wir tun, einfach lieben und Freude dabei haben. Es hört sich immer so lapidar an und ich weiß, manche sagen, wie halt Arbeit und so, aber glaubt mir, das ist sehr, sehr mächtig, weil alles ist Energie. Und wenn Geld, dann potenziert sich das einfach hoch. Und deswegen freundet euch mit eurem Geld an, geht liebevoll damit um, kümmert euch um euer Geld, dann kommt mehr Geld zu euch und das ist schön und das ist mächtig und es macht Freude und das, ja. Kannst du vielleicht die Exit-Strategie nochmal ein bisschen skizzieren? Also machst du dir im Vorfeld schon Gedanken, keine Ahnung, bei so und so viel Prozent oder wenn du siehst, ist jetzt irgendwie 3 Monate nicht mehr gestiegen oder was sind so die Punkte, wo du sagst, da steige ich aus, Stop-Loss und so weiter. Also was wäre da der Ansatz? Ich bin kein Fan von Stop-Loss. Ich unterrichte das auch in meinen Kursen, weil es passt zu den Persönlichkeiten manchmal besser. Weil sie können nicht aussteigen, wenn es nicht gut läuft. Sie kriegen das nicht hin. Emotional nicht. Ich habe damit überhaupt gar keinen Schmerz. Ich bin komplett neutral. Ich denke, mir läuft nicht, auf Wiedersehen. Ich habe keinen Schmerz, aber ich kann auch mein Haus ausmisten ohne Probleme. Ich halte nicht an diesen Sachen so fest. Und deswegen unterrichte ich beides, aber ich brauche keinen Stop-Loss. Also
ich setze mir die nicht ein. Mich nervt das. Weil ich gucke ja sowieso einmal die Woche mindestens rein und dann sehe ich das auch, wenn es nicht mehr gut läuft. Und ja, man kann sozusagen nicht mehr als 30%. Das kann man auch sagen, dass du das, weil dann wird das kommt die krasse Asymmetrie der Verluste rein. Das ist mathematisch nicht so cool dann, dass du sagst, aber es gibt auch Aktien, die so schnell laufen, dann kann man denen ein bisschen mehr Puffer geben. Also man kann es nicht ganz, also nicht, ich handle auch ein bisschen intuitiv einiges, muss ich sagen. Weil es gibt Aktien, die musst du enger halten, bei denen ist 30% meiner Meinung nach viel zu viel. Die kannst du viel enger monitoren. Aber so eine Nvidia, der musst du einfach mehr Raum geben. Und somit sind die unterschiedlich, die Aktien. Man kann es auch historisch dann so messen und gucken und das für die so anpassen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir uns daran halten. Dass wir das nicht einfach sagen und dann nicht machen. Das war mir auch nicht so klar, weil ich zum Beispiel, wenn man mir was sagt und es macht für mich Sinn, dann mache ich das sofort. Ich setze das einfach immer um. Aber es gibt Persönlichkeiten, die das dann nicht umsetzen können. Ich weiß leider nicht, warum das so ist, aber die müssen sich den Stop-Loss reinhauen. Also, das ist einfach so. Weil sonst sind sie manchmal in einer Aktie drin und dann geht die nach unten und ich denke mir, raus, 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 raus. Es ist einfach auch so eine Geschichte, die ist so hoch und dann habe ich gesagt, Leute, raus hier. Irgendwas ist hier komisch. Und sie kann jetzt auch wieder kommen, aber du weißt nicht, wann sie wieder kommt. PayPal ist bis heute nicht gekommen. PayPal ist bis heute ein Elend, wenn man beim Hoch eingestiegen ist, ja. Oder auch damals die Telekom und so. Ja, letztes Jahr hat eigentlich Telekom sei so ein tolles Investment. Aber wenn du Buy and Hold in der Telekom gemacht hättest, da hättest du nur geweint, ja. Und somit ist es sehr viel Persönlichkeit. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Persönlichkeit zu entwickeln, dass du Aktien handelst mit einer neuen, reiferen Persönlichkeit zum Thema Geld. Auf jeden Fall. Das heißt, einmal die Woche würde reichen, weil, also, wie lange hältst du so eine Aktie vielleicht im Durchschnitt? Kann man das überhaupt sagen oder gibt es da welche, die Kommt hast auf du den Jahre? Marktausgangsumfeld an. Jetzt war es ein bisschen turbulenter, da war das ein bisschen, aber sonst halte ich auch mal Monate und so. Jetzt arbeite ich an einer neuen Strategie, um Aktien Jahre halten, um es noch längerfristiger zu machen, will ich wirklich gerade was Neues so für Unternehmer, weil ich sehe so viele Unternehmer, die haben gar kein Geld und die müssen immer hustlen, weil die haben gar keine Reserven und jetzt bin ich dabei, so ein neues Programm zu entwickeln, um einfach hier nochmal andere Aktien nochmal ein bisschen anders zu wählen, um sie dann länger zu halten. Von daher wichtig ist, dass Vermögensaufbau über Jahre geht, weil über Jahre entwickle ich so viel Geld. Aber es muss halt alles rund sein und passen. Und mein Fokus war vorher so auf sehr viel Rendite. Man kann trotzdem viel Rendite machen, auch mit längerfristigen Horizonten und daran arbeite ich gerade und das ist auch einfach spannend. Also und so entwickelt sich das halt alles auch weiter. Also auch ich entwickle mich weiter, auch meine Strategien entwickeln sich weiter. Ich unterrichte jetzt zum Beispiel Optionen und habe ich früher auch nicht unterrichtet, habe ich mich auch nicht getraut, weil ich dachte, oh Gott, diese Leute sich zerschießen, ich muss gucken, können sie überhaupt mit den Aktien, aber sie sind so gut mit den Aktien. Dann haben wir jetzt Optionen, wir haben technische Analyse, dass man so kurze Swing Trades auch macht, das sind nochmal ganz andere Ein- und Ausstiege. Und so gibt es für jede Persönlichkeit eine Aktienstrategie und es ist wunderschön. Das wäre ja auch noch so ein Thema immer, welche Art von Aktien, wenn man bevorzugt vielleicht kauft, hat natürlich auch immer was mit den eigenen Zielen zu tun. Na, aber eben ausschüttend oder tesorieren, das sind die zwei Klassiker. Was ich jetzt bei dir vernehme, ist, du verkaufst sowieso alle paar Wochen, Monate. Das heißt, darüber verdienst du dann letztlich primär wahrscheinlich auch das Geld. Und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt mit bestimmten Aktien im Portfolio quasi gezielt aufzubauen und die langfristig zu halten. Doch, Achtung, weil ich handle keine Dividendenaktien, also darauf fokussiere ich mich nicht, weil die Rendite ist zu gering und für 3% mache ich das nicht. Also das lohnt sich ja gar nicht, weil die Inflation ist viel höher. Und wer das nicht glaubt, der kann mal in seinen Einkaufswagen gucken im Supermarkt, ja. Weil der Einkaufswagen, den uns dieses Institut da raushaut, das sind gefakte Einkaufswagen. Das muss man einfach verstehen. Schreibe ich in meinem Buch darüber. Also wir haben eine sauhohe Inflation und deswegen müssen wir besser sein
als die Inflation, damit ein Vermögensaufbau stattfindet. Und ich baue über diese 7 Jahre, seitdem ich handle, mein Depot kontinuierlich auf. Ich lebe davon nicht. Ich habe jedes Jahr ein größeres Depot. Und das ist einfach mein Ziel. Und ich will irgendwann ein 10 Millionen Depot haben. Also mein nächstes Ziel, da will ich hinkommen. Und, und dann wird es weiter wachsen. Also das ist einfach für mich so ein, wie Warren Buffett. Der macht es auch immer größer. Und ich lebe davon nicht. Und das ist auch wichtig, weil es ist auch wichtig von der Geldenergie her. Die meisten Menschen gehen an die Börse, machen 2.000 Euro und fahren damit in Urlaub. Mit diesen 2.000 Euro. Aber so entsteht kein Vermögen. Weil ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt wie so Heinzelmännchen, das ist euer Geld, was für euch arbeitet. Und diese Heinzelmännchen, ihr habt jetzt 3 Stück. Und diese Heinzelmännchen kriegen jetzt Kinder. Und dann habt ihr 4 Stück. Und das 4. wird gleich geschlachtet. Dann habt ihr immer nur 3. Und wie wollt ihr dann die ganze Villa aufräumen? Ja? It doesn't work. Und das ist wichtig von der Geldenergie, dass wir die Rendite weiter wachsen lassen. Denn nur so kommt der krasse Zinseszinseffekt überhaupt zustande. Und das sagen einem die Leute ja auch nicht. Und so in dieser Klarheit, wie es mir jetzt klar ist, war es mir auch lange nicht klar. Ich habe es einfach so gemacht, weil ich dachte, okay, ich will einfach ein riesen Portfolio haben. Ich wollte unbedingt die Millionen im Portfolio knacken und so. Und das war für mich so, das hat mich so angetrieben. Aber das so nochmal zu sehen, dass es not good for your money energy ist, war mir lange auch nicht klar. Und so sehen wir halt auch, dass Geld ein sehr großes, komplexes Thema ist, mit vielen, vielen, vielen Facetten. Zum Investieren kommt halt auch noch viel Weisheit rund ums Geld dazu. Wie gehe ich mit Geld um? Wie treffe ich Entscheidungen? Wie investiere ich? La. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt eben für viele, weil sie eben genau das denken, okay, irgendwann das Ziel zu haben, von Dividenden oder sonstigen Sachen eben zu leben, sprich das Portfolio ist so groß, dass man nichts verkaufen muss, sondern dass eben der Cashflow auch ein Stück weit darüber vielleicht reinkommen kann. Das ist ja für viele so ein Ziel, dahin zu kommen. Ich habe verstanden, das ist bei dir nicht der Fall, sondern es geht eher wirklich um Vermögensaufbau. Dein Geld verdienst du vor allem wahrscheinlich auch über dein Unternehmen inzwischen. Aber du weißt, es ist da. Ne? Es wäre verfügbar in einer gewissen Form, wenn man eben doch sich die Umstände irgendwie ändern sollte. Ne? Genau. Dann passt das ganz gut zur nächsten Frage. Die kam tatsächlich aus meiner Community. Ich hatte im Vorfeld mal gefragt, ein paar Leute, ja, was sie denn so für Fragen hätten. Und ich ahne schon, wie deine Antwort ausfällt, aber ich werde die Frage eben trotzdem stellen. Gerade mit Blick wahrscheinlich auf ETF oder allgemein eben Depotaufbau, dieses Thema Rente. Du hast vorhin schon gesagt, dein Antrieb ist es auf jeden Fall nicht, natürlich irgendwelche Rentenlücken zu schließen. Ich glaube, da bist du auch schon weit drüber hinweg. Aber die Realität für manch andere sieht ja eben doch anders aus, dass das ein Thema ist, dass sie sagen, ich investiere für die Rente. Hast du da noch irgendwelche Aspekte, wie viel sollte man vielleicht allgemein investieren, ob jetzt für die Rente oder eben einfach um in 20, 30 Jahren letztlich ein besseres Depot zu haben? Ja, also spart bitte nicht für die Rente, weil das impliziert, dass ihr in der Rente arm seid. Sagt, ich baue mir ein Vermögen auf. Ich werde von Tag zu Tag reicher. Das ist eine ganz andere Attitude, Energie und ganz anderes Ziel. Das ist so gefährlich, was da draußen publiziert wird mit diesem für die Rente sparen. Das ist so sinnlos auch, weil ich arbeite mein ganzes Leben und muss in der Rente arm sein. Das ist nicht fair. Das ist sowas Asoziales, meiner Meinung nach. Der Staat sollte sich wirklich schämen, was sie mit den Rentnern machen. Und deswegen macht Folgendes. Also, mein Buch kostet 25 Euro und ich finde, es sind die besten 25 investierten Euros. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat und ein bisschen inspiriert hat, dann setzt euch hin und macht euch die Arbeit. Geht in die Verantwortung. Es rettet euch niemand. Das sage ich euch gleich. Der Staat rettet euch nicht, die Eltern nicht. Wow, die haben es nicht gelernt. Wir können nicht von unseren Eltern hier lernen. Unsere Eltern sind in einem anderen, die sind bei einer Hochzinspolitik aufgewachsen. Wir haben aber eine Niedrigzinspolitik. Das heißt, das Geld funktioniert anders. Wir müssen investieren.
Deswegen verlieren alle das Spiel, weil sie spielen nach Regeln, die gar nicht mehr gelten. Das ist so, als würde ich jetzt Fußball spielen wollen, aber ich denke, ich muss den Ball immer ins Ausschießen, weil früher war das so, aber jetzt muss ich ihn aber ins Tor schießen. Und dann wundere ich mich, warum ich immer das Spiel verliere. Und ihr müsst es auch zeigen, dass ihr es ernst meint. Und da dranbleiben und kein Netflix gucken und keine 8 Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy verbringen. Stift und Papier und arbeiten. Und wenn ich zu viel Geld ausgebe, muss ich erstmal meine Ausgaben in den Griff bekommen. Vielleicht brauche ich nicht 10 Paar Turnschuhe. Ja, das braucht man alles nicht. Man braucht auch nicht so viele Klamotten. Das ist das erste Geldgesetz. Haltet das Geld erstmal zusammen. Und dann kommt erst investieren. Das ist so wichtig. Es ist so, so wichtig. Schreibt euch das auf. Wann bin ich finanziell frei? Weil ihr wisst ja gar nicht, wie viel Geld ihr oft braucht. Und wann ihr das erreicht, mit welcher Rendite. Und dann müsst ihr einfach dranbleiben. Es geht nicht anders. Es gibt nicht diese Abkürzung. Aber auf dem Weg werdet ihr Wunder erleben und wird sich so viel ändern und so viel Schönes Neues passieren. Und erlaubt euch diese Beauty. Erlaubt es euch. Erlaubt euch groß und großartig. Wirklich. Und deswegen spar nicht mehr für die Rente, sondern bau dir ein Vermögen auf. Weil das ist unser Geburtsrecht. Auf jeden Fall, ja. Ja, so eine Antwort hatte ich auch erwartet, aber ich bin sehr froh, dass ich die Frage trotzdem ihm gestellt habe, weil sie eben immer wieder Die ist auch so kommt, groß. wo man Sie ist hinguckt. Ist das Thema unbedingt. Rente, Rentenprodukte und die sind alle nicht schön, die es da draußen gibt. Deswegen selber drum kümmern, Nein, das Verantwortung ist eine übernehmen. Verarsche par excellence, die Stack. Ich hatte sie ja auch alle. Ich hatte auch Riester-Rente und Bausparer und der ganze Ja, habe ich alles Schrott. aufgelöst vor ein paar Jahren. Ja. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Dann noch eine letzte Frage. Wie viel brauche ich denn, um anzufangen an der Börse? Also ab wann macht das Sinn? Welche Summe sollte ich vielleicht schon mal ansparen, um damit zu starten? Ja, also ihr braucht immer Cash-Reserven. Ihr dürft nie mit dem letzten Geld an die Börse gehen. Das ist sehr wichtig. Das ist auch, was ich eben gesagt habe. Wenn ihr noch ein Ausgabethema habt, monitort eure Ausgaben und ihr braucht nicht die tausendste Klamotte und irgendwie so ein Schmarri. Das ist so witzig, wenn man hier diese große Villa und mein Mann und ich hatten jeweils nur ein paar Turnschuhe. Ein paar weiße Turnschuhe. Wenn ich mir Kleiderschränke von anderen Leuten anschaue, denke ich mir, wann ziehst du das alles an? Ja? Und deswegen, haltet das Geld zusammen. Das ist das erste Geldgesetz. Also erstmal verdienen, ihr müsst gucken, dass ihr ordentlich verdient. Und dann das Geld auch halten, sparen. Und dann kommt erst investieren. Wenn ihr aber, ich sag mal, 2 Monatsgehälter auf der Seite habt und dann kann man mit 2.000 Euro an der Börse starten. Das habe ich auch so gemacht. Und das machen auch viele bei mir im Coaching. Die haben, was weiß ich, ein paar tausend Euro auf der Seite und dann fangen sie mit 1.000, 2.000 Euro bei mir in der Ausbildung an und machen damit ihr erstes Portfolio. Und ja, Vielleicht noch ein Satz zum Thema Gebühren. Also wo musste ich darauf achten, weil das ja auch so ein Klassiker ist. Ne? Man kriegt das oft erst so im letzten Klick mit. Na, jetzt kaufen, Kostenausweis oder auch an der Börse ähnlich. Was ist da so zu beachten? Also ja, weil auch oft ist ja beim Kauf und auch beim Verkauf, da muss man nochmal drauf gucken. richtig. Wenn der Broker macht seine Arbeit nicht umsonst. Und wenn er es umsonst macht, ist es nicht umsonst. Dann sind versteckte Gebühren. Deswegen bin ich bei CapTrader und da ist es so, da kostet eine also wenn man über uns kommt, kriegt man das nochmal so für günstig, aber die kostet ungefähr nicht ganze 2 Euro jede Transaktion. Und da kann ich jetzt, also ich habe gestern Aktien, weiß ich nicht, eine Aktie für 100.000 Euro gekauft und hat auch nur 2 Euro gekostet, die Transaktion. Also das ist easy. Und was ich auch noch sagen möchte ist, man muss Gewinne in Deutschland versteuern. Also ich bin jetzt kein Steuerberater und so, aber auch damit man das jetzt hier mal gehört hat. Aber ihr zahlt 50% Steuern auf euer Einkommen. Das ist der Horror. Ja. Auf Aktiengewinne, Kapitalertragssteuer heißt dies, sind es 25%. Also seid ihr besser dran. Und wenn man ein großes Depot hat, kann man das auch noch über eine GmbH machen, dann sind es nur 1,5%. Das wissen viele gar nicht, weil ich handle zum Beispiel über eine GmbH und dann sind es nur 1,5%. Und das ist dann fair. Cool.
Und zum Abschluss, was war so dein größtes Learning der letzten Jahre an der Börse? Also vielleicht aus einem Missgeschick wahrscheinlich. Es klang ja so, als ob alles sich ganz gut entwickelt hat sofort, aber vielleicht gab es ja doch auch mal zwischendrin ein paar Ja. Fehlentscheidungen oder ähnliches. Entspannt bleiben, sich nicht mehr diese Angst machen. Ich weiß, am 5. August letzten Jahres war so Drama an der Börse und dann haben mich so viele Kunden angeschrieben und alle sind so panisch geworden und ich war im Urlaub und dachte, was ist denn jetzt los? Und bin selber so panisch geworden, obwohl ich es eigentlich nicht bin. Und das hat mir nochmal gezeigt, bloß keine Nachrichten hören. Das wirklich, also da habe ich mich selber über mich geärgert. Da habe ich gedacht, ja kacke, jetzt habe ich mich so, ich liebe meine Kunden. Ich will, dass es denen gut geht. Und wenn die dann so eine Angst kriegen und dann denke ich mir, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und jetzt zum Beispiel war ich viel, viel entspannter, wo letztens war ja auch wieder irgendwas. Ich weiß ja gar nicht mehr, ständig ist ja irgendwas aktuell. Und wirklich das so entspannt zu bleiben. Wirklich zu sagen, okay, Freunde der Sonne, ich habe meine Strategie und was auch immer ihr da macht mit euren politischen crazy Entscheidungen, das ist nicht meine. Ich würde vieles anderes anders machen. Aber ich liebe mein Portfolio, ich liebe es, investiert zu sein, ich habe tolle Unternehmen und alles ist gut und fertig aus Mickey Mouse. Also, das ist das, was ich... Sehr schön, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Ich glaube, wer mehr erfahren möchte rund um das ganze Thema Aktien oder auch Optionen, bietest du ja inzwischen viel an. Das machst du alles in deinen Webinaren auch immer wieder, die es ja jeden Monat gibt. Das verlinken wir auf jeden Fall unter dem Video. Schaut da gerne mal vorbei, dann könnt ihr von Carmen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lernen. Und das Buch werden wir natürlich auch verlinken. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Investition. Genau. Dann kommen wir jetzt auch schon gleich zu den Abschlussfragen. Du darfst noch 3 Sätze vollenden und wir starten einfach mal rein. Es gibt kein richtig und falsch. Und der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Alles. Alles. It's a game. Ja. Sehr schön. Der zweite Satz geht noch ein bisschen tiefer und zwar Leben bedeutet für mich. Es zu genießen. Und Freude. Sehr schön. Und der letzte Satz, wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen darfst du jetzt auch noch einmal Erfolg für dich definieren, da bin ich sehr gespannt drauf und deswegen lautet der Satz, Erfolg bedeutet für mich. Jeden Tag ein Stück besser. Perfekt. Herzlichen Dank, Carmen, dass du heute hier warst. Wer Fragen hat, schreibt das gerne unter das Video, da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Schaut gerne mal beim Webinar vorbei und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und vor allem, wenn ihr die ersten Schritte an der Börse geht. Danke, Carmen. Dankeschön, Michelle. War mir eine Freude. Mach's gut und bis dann.